Hallo, ich bin Justin, Azubi von IPC Computer und in diesem Video stellen wir euch heute den Asus Active Stylus Pen SA201H vor. Also wir haben jetzt hier den Asus Active Stylus Pen SA201H. Wir packen den jetzt mal gemeinsam aus. Es kann sein, dass wenn ihr die Batterie reinmachen wollt, dass hier drin noch ein schwarzes Plättchen ist. Bei dem hier ist es jetzt nicht so, es kann aber sein. Den lasse ich jetzt gerade mal kurz offen. Wir packen jetzt mal noch kurz zusammen die Batterie aus. So. Dann machen wir den gerade wieder zu. Falls euch die Spitze abbrechen sollte, die ist ersetzbar. Man kann sie auch selber tauschen. Ich würde euch gerade mal den Link unten in unsere Beschreibung reinmachen, falls euch das passiert, dass ihr es auch selber tauschen könnt. Also wir malen hier jetzt mal 2 Striche. Mit dem vorderen Knopf können wir jetzt einmal hier drum gehen. Das ist der Radierer. Jetzt wählen wir nochmal kurz den grünen Stift aus, malen nochmal 2 Striche. Wir gehen auf den hinteren Knopf, der hier ist. Fahren hier einmal drumherum. Das hier ist die Lasso-Funktion und damit können wir die Sachen beliebig verschieben. Ein paar Besonderheiten zu diesem Stift sind, dass es ein wasserabweisendes Gehäuse hat, eine angenehme und matte Oberfläche. Der Stift ist 20 Gramm schwer, hat eine schnelle und automatische Verbindung, hat auch 4096 Druckstufen und ist auch eine präzise Eingabe möglich. Vor ein paar Monaten haben wir ein Video rausgebracht zu dem Stift SA200H mit dem Protokoll MPP 1.51. Jetzt haben wir hier den neueren Stift, den Asus Pen SA201H mit dem Protokoll MPP 2.0. Dieser ermöglicht 4096 statt 1024 Druckstufen, präzisere Eingabe und stark verbesserte Neigungserkennung. Achtet bei eurem Tablet/Notebook darauf, ob es MPP 2.0 unterstützt, dann sollte auch eine reibungslose Funktion garantiert sein. Ist euer Touchgerät auf MPP 1.51 ausgelegt, dann wird der Stift prinzipiell funktionieren, aber die neuen Funktionen wie Tilt oder 4096 Druckstufen funktionieren dann aber nicht. Wir blenden euch hier noch die Kompatibilitätsliste, die uns Asus zur Verfügung gestellt hat, ein.